Jo Leute, was geht ab? DJ Greg's American Muscle ist wieder da. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich hoffe, euch geht's gut. Heute stelle ich euch meine YouTube-Serie Motor Talk vor mit American Muscle. Wie ihr wisst, ich bin ja DJ, hier auch im Ashanti. Ich habe euch gesagt, ich werde auch DJ-Vlogs in Zukunft hier auch machen. Hier beim Ashanti wird sich jetzt in Zukunft auch alles um die Motor Talks drehen. Das wird hier immer stattfinden. Ich werde Leute hier einladen mit exotischen Autos, getunten Autos, Sportwegen. Ihr werdet das in Zukunft natürlich sehen. Wir nehmen euch natürlich mit. Das ist Jana vom Ashanti. Jana, erzähl uns doch mal was. Ja, wir sind Ashanti, wir sind eine Cocktailbar aus Ludwigshafen. Wir haben super leckere Cocktails, wir haben super leckere Shishen, Leute. Ihr seid alle herzlich eingeladen, kommt einfach vorbei. Damit ihr in Zukunft, wenn ihr hierher kommen möchtet, eine Shisha rauchen wollt oder einen Cocktail trinken wollt, auch Ashanti findet, werde ich euch alles in die Infobox und die Beschreibung reinpacken. Instagram und Facebook ist dann unten zu finden. Einfach draufklicken, vorbeikommen und wie gesagt, ihr seid alle herzlich eingeladen. So, nachdem ich euch den Laden jetzt gezeigt habe, kommen wir zum wesentlichen Teil des Videos, des Motorvlogs. Ich werde heute nicht moderieren, das macht einmal der Jana vom Ashanti. Hi. Hier gegenüber werden dann immer die Leute oder die Fahrer und Besitzerinnen sitzen und er stellt mir heute die Fragen, die die Besitzer und Besitzerinnen gestellt bekommen. Fangen wir an. So Gregs, was mich interessiert ist, wie bist du zum Tuning gekommen? Also ich sag dir ehrlich, Tuning war schon immer für mich interessant, was die Leute aus ihren Autos gemacht haben, wie die aussehen. Es muss nicht immer ein Sportwagen sein oder irgendwas Großes, Teures. Es kann auch mal was anderes sein. So ein Muscle Car ist schön, das hat auch was anderes. Das hat nicht jeder und das ist der Grund, wieso ich mich für Muscle Cars an sich entschieden habe. Und weil es anders ist. Und Tuning geht ja in viele verschiedenen Formen. Es gibt Japaner, es gibt Exoten, es gibt Sportwegen. Ich habe mich halt spezifisch für Muscle Cars entschieden. Und ich habe als kleines Kind schon immer getunte Autos gesehen und habe es gefeiert und habe angefangen am Auto und sonstigen rumzuschrauben. Und deswegen habe ich mich dann irgendwann immer mehr interessiert und bin dann so langsam in die Schiene Tuning gekommen. Okay. Wie ist es? Schraubst du an deinem Fahrzeug selber rum oder hast du Freunde, die das für dich machen? Wie organisierst du diese ganze Geschichte für dich? Also die meisten Sachen mache ich am Auto selber. Alles, was ich nicht machen kann, machen dann Freunde von mir, die Werkstätten haben. Also ich habe einen Kollegen, der ist Meister und hat seine eigene Werkstatt und wenn ich was brauche, macht er das dann immer. Ja, aber das ist doch eine teure Angelegenheit. Wie schaffst du das zu stemmen? Weil da steckt doch einiges an Geld drin. Das ist nämlich der Punkt bei Muscle Cars in Deutschland. Alle denken nämlich, Muscle Cars sind teuer. Erstens, ja, die Anschaffung an sich, welches Modell man sich holt, oder ob V6 oder V8, das ist eine Sache für sich. Aber Ersatzteile kann man an sich in Deutschland stemmen. Klar muss man ein bestimmtes Budget haben, aber ich sage jetzt mal Bremsen oder Ersatzteile, wenn man die über Amerika bezieht, das ist natürlich erstens eine Sache der Kosten, ob man jetzt teure Teile bestellen möchte oder Pendlerteile oder halt die günstigen Teile bestellt. Ich an sich bestelle die Mittelklasse oder auch die sportlicheren Teile und kann sagen, Ersatzteile in Deutschland sind relativ rar, aber wenn ihr Ersatzteile bestellen möchtet, könnt ihr das natürlich auch über Amerika tun. Ich sehe ja hier ein richtiges Sportauto und wollte wissen, was hast du alles an dem verändert? Was ist hier original und was ist von dir aus verändert? Also von mir aus verändert wurde nicht viel. Die SRT-Felgen waren schon drauf, also normalerweise kommt er mit anderen Felgen. Der hat jetzt die SRT-Felgen drauf, mit einer 245er Bereifung vorne und 275er Bereifung hinten. Also Serie hat der Challenger 245er Reifen vorne und hinten, nur haben wir das so umgeändert, dass 245 vorne ist und 275 hinten. Ich habe die Bremssättel in Neongelb lackiert und ich habe dem Auto an sich eine Ambiente-Beleuchtung gegeben oder verbaut,
da für mich der Innenraum zu dunkel war und die Ambientebeleuchtung mir mehr Komfort oder Wohlfühl gegeben hat. Und die Musikanlage, wie sieht es mit der aus? Die Musikanlage, dadurch, dass ich auch DJ bin, das war für mich schon wichtig, dass eine Anlage ist, mit der ich auch arbeiten kann. Wenn ich auch auf Events fahre oder neue Lieder höre, höre ich die auch im Auto manchmal, weil die Anlage halt eben mehr hergibt. Und mit der Musikanlage kann man ruhig kann man einiges anfangen. Also der hat jetzt die Alpine Soundsystemanlage verbaut. Bei den anderen Modellen kann man auch die Harman Kardon verbauen lassen, aber der hat jetzt an sich die Alpine Anlage. So, Greg, wie ist es? Verleihst du dein Fahrzeug auch an Freunde? Nein, grundsätzlich nicht. Das finde ich scheiße. Warum? Ich würde den gerne fahren. Ja, also an sich, ich vertraue den Leuten schon, aber das ist mein Hab und Gut, das habe ich mir selber erarbeitet und ich würde es halt an sich schade finden, wenn jemand unverschuldet irgendwie einen Unfall bauen will oder so, dann wäre ich an sich erstmal nicht sauer auf ihn, aber ich wäre halt sauer, dass das, was ich mir gekauft habe mit Schweiß und allem drum und dran, dass das kaputt ist. Im Grunde genommen mein Auto nicht. Ja, Also, ich glaube, so ein Fahrzeug muss man auch lernen zu fahren. Da kannst du nicht einfach Gas geben. Ne? Ja, was haben wir für Fragen für dich vorbereitet? Ich schau mal. Ist das wirklich dein Traumauto? ja. Also der Challenger war schon seit kleiner Junge immer mein Traumauto. Also ich habe den als kleiner Junge gesehen und ich sag so, boah Papa, guck mal, was ein geiles Auto. Und ich fand halt an sich das Interieur und die Rückleuchte nicht so geil, aber ich habe auf jeden Fall zu meinem Vater gesagt, wenn er ein geiles Modell rausbringt und der hinten etwas geiler aussieht und das Interieur mir auch besser gefällt, habe ich gesagt, ich möchte ein Auto wie das, was auffällt, aber auch anders ist als die ganzen anderen. Also ich hätte auch einen Mercedes oder ein Audi oder ein BMW kaufen können, nur an sich, es sind zu viele auf der Straße unterwegs und du bist immer gleich. Und das ist auf jeden Fall ein Traumauto und den Wunsch habe ich mir auf jeden Fall erfüllt. Ist an dem Fahrzeug für dich noch etwas zu machen? Auf jeden Fall, also klar, über die Farbe lässt sich streiten. Ich finde weiß und schwarz ziemlich geil, nur man könnte noch ein bisschen mit Folie arbeiten. Das ist auf jeden Fall das zukünftige Projekt, was auf jeden Fall auf euch noch zukommen wird. Lasst euch einfach überraschen, es kommt nämlich der V8, aber dazu kommen wir später hinzu. Ja, jetzt werde ich aber ziemlich neugierig. Willst du was von deinem neuen Projekt erzählen oder? Nein. Nein. Okay. Ich möchte, dass wirklich, wenn das Projekt fertig ist, es wird gezeigt und es wird Boom machen. Okay. Es wird einfach Boom machen. Am Anfang hatten wir über die Kosten von dem Fahrzeug gesprochen. Ja. Hast du irgendwas da gesagt gehabt in den Unterhaltskosten? Wie ist es mit dem Fahrzeug? Versicherung, Unterhaltskosten, Benzin? Wie stemmt man sowas? An sich kann man sich so einen Dodge Challenger in Deutschland leisten. So teuer sind die jetzt nicht wirklich, wie jeder Unwissende jetzt, sage ich mal, sagt, boah, die sind übertrieben teuer, Spritschlucker. Nein, sind sie nicht. Die Autos kann man sich, also einen guten Gebrauchten kann man sich ab 30.000 kaufen. Und nach oben sind natürlich keine Grenzen gesetzt. Unterhalt ist natürlich eine Sache. Versicherung. Genau. Versicherung ist natürlich erstmal anfangs schwierig. Ich habe natürlich bei Check24 geguckt gehabt wegen Versicherung. Dann hat das so nicht geklappt und dann habe ich mir gefragt, warum. Dann habe ich jemanden angesprochen, der wirklich dort fährt. Der hat gesagt, du musst die Versicherung direkt ansprechen, weil die Schlüsselnummern, die sind genullt und die Autos werden nochmal speziell eingestuft in der Versicherung. Deswegen mein Rat an euch, wenn ihr euch einen Muscle Car zulegen wollt, sprecht am besten direkt die Versicherung an und die machen euch dann ein Angebot. So Verschleißteile, die wir schon angesprochen haben, Bremsen und sonstiges, kann man aus Deutschland holen, muss man aber besser genau drauf schauen. Oder ihr schaut halt am besten in Amerika direkt nach Teilen. Spritverbrauch ist je nachdem, wie du fährst. Gibst du Gas, gibst du kein Gas, fährst du das Auto im Alltag, fährst du es nur am Wochenende. Durchschnitt? Durchschnitt bin ich bei 9 bis 10 Litern. Echt, kommst du da hin? Ja. Autobahn? oder? Autobahn und Stadt ungefähr. Also so Tempomat 120 km/h. Okay, aber in der Stadt müsste der doch mehr verbrauchen, oder nicht? Ja, dadurch, dass er einen großen Motor hat und ich jetzt nicht wirklich aufs Gas drücken muss, damit er vorwärts kommt, muss ich den Motor auch nicht so belasten, damit er nach vorne kommt. Und deswegen ist der Verbrauch auch noch relativ gering. Klar, es ist ein 3,6 Liter Motor im Gegensatz zu einem anderen kleinen Auto, aber im Verbrauch sind die jetzt nicht unbedingt so hoch. Wie schnell fährt das Fahrzeug? Wie schnell er fährt? Gut, Oder was bist du damit gefahren? also das Oder ist Schnellste, das wichtig für dich? wichtig ist es auf jeden Fall. Das schnellste, was ich mit ihm gefahren bin, ist 220
und die Frage, wie schnell er fährt, sind 220, bei dem ist der Wagen auch abgeriegelt. Könnt ihr natürlich auch die VMAX aufheben lassen, aber für die Autobahn in Deutschland reicht es auch. Nur wenn du mal auf der Rennstrecke bist und ein etwas schnellerer Wagen da ist, ärgerst du dich natürlich, dass du bei 220 nicht mehr mithalten kannst. Ja, dann habe ich noch, glaube ich, vielleicht drei Fragen. Ich schaue mal, wie sieht es mit der Pflege aus mit dem Fahrzeug? Pflege, also Pflege, vielleicht im Monat? Motoröl, das Ganze, weil es ja ein Ami-Schlitten, die haben ja einen ganz anderen Motor und die haben einen ganz anderen Hubraum. Wie machst du das? Also wie gehst du also an sich, sage ich euch ehrlich, oder dir, die Wartung ist relativ einfach bei den Autos und die sind relativ wartungsarm. Also an sich sollte man schon achten, dass man regelmäßig, ich sag mal jetzt, alle 15.000 Kilometer einen Ölwechsel macht. Und Pflege ist je nachdem auch wieder personenbedingt. Also wenn mein Auto dreckig ist, gehe ich es natürlich direkt waschen. Ich bin so ein Mensch, wenn die Katze jetzt rübergelaufen ist und ein, zwei Tatzer drauf sind, gehe ich direkt zur Waschanlage und spüle es runter. So, Greg, zwei Fragen habe ich noch für dich. Und zwar, was würdest du machen, wenn du 100.000 Euro in bar hättest und die jetzt investieren könntest in irgendeinem Fahrzeug? Wirst du es ganz ehrlich wissen? Ja. Dodge Challenger Hellcat. Du kriegst nirgendwo ein so geiles, serienmäßiges Auto mit fast über 800 PS. Dieses Auto hat erstens niemand, die Leistung hat niemand und das Gefühl, was du schon in dem hast, wenn du Gas gibst, was der Hellcat dir schon gibt, ist krank. Also nicht wegen der ganzen Power und so, aber das mit 100.000 Euro würde ich mir ehrlich gesagt einen Dodge Challenger Hellcat kaufen. Und den kriege ich dann? Den kriegst du dann, ja. Kannst du gerne haben. Also. Oder den behalte ich als Alltagsauto. Okay, und die letzte Frage wäre, ich meine, die hast du eigentlich jetzt auch beantwortet mit deinen 100.000 Euro. Yeah. Ich wollte dich nach deinem Traumauto fragen, hast du ja auch gleichzeitig beantwortet. Mehr fällt mir nicht ein. Ich würde dich nochmal fragen, wie gefällt dir unser Cocktail? Wie schmeckt dir unsere Shisha? Sag was dazu. Shisha, also ohne jetzt Werbung machen zu wollen oder sonstiges, die Shisha ist 1A. Ihr könnt lange rauchen, die kratzt nicht. Cocktails schmecken sehr, sehr gut. Also wirklich auch Props an euch, an dir und dein Team. Danke. Und wie gesagt, also wenn ich euch eine Shisha-Bar empfehlen müsste, wenn ihr nach Ludwigshafen oder Mannheim kommt, kommt auch ins Ashanti. Ja, hier kann man sich sehr wohlfühlen, man ist hier sehr willkommen. Und ja, das war dann auch der Motor Talk. Und ihr werdet jetzt weiterhin wöchentlich oder je nachdem wie die Zeit es hergibt und das Wetter natürlich auch, werdet ihr immer jemanden eingeladen bekommen, bei dem es sich um den Motor Talk handeln. Wir werden über Autos sprechen, wir werden über Alltagssituationen sprechen, über Tuning, über Lifestyle, über alles Mögliche, was auch mit Autos zu tun hat. Und wenn euch das Video wirklich gefallen hat, lasst gerne ein Like da, schreibt uns einen Kommentar in die Kommentare. Über ein Abo würden wir uns natürlich freuen. Ashanti ist in der Infobox verlinkt. Schaut dort gerne auch vorbei und wir sehen uns dann im nächsten Video. Ciao Leute.